So, wir haben 1 Stunde 20 Minuten Zeit. Und dann? Dann können wir alles weitermachen, wie wir es vorher gemacht haben. Und weitermachen einfach. Hallo. Dolores, hi. Halt mir einen Podcast hier. Sind wir jetzt offiziell? Ist es schon gestartet? Oder nimmt es schon die ganze Zeit auf? Nicht die ganze Zeit, aber schon jetzt ein bisschen. Seitdem ich hier in den Raum reingekommen bin. Okay. Ein schöner Kaffee. Wieso machst du Zimt in deinen Kaffee? Der wird weicher dadurch. Ich mag auch das Zimtaroma. Kardamom habe ich ja auch reingemacht. Okay. Das mag ich auch und das wie entgiftet auch so habe ich mal gehört. Also das ist ja mit Gift. Mit Gift? Und Liebe. Der Kaffee ist aus Gift. Nein. Da probierst du das Gift zu neutralisieren. Ja, klar, also genau. Dass da besprüht wird und wie das alles so. Aber gut, gesundes, heiles Leben gibt es ja sowieso nicht, oder? Gibt es sowas noch? Nur wenn du willst, schon. Nicht? Für jeden zugänglich? Ja, allem entsagst und nur noch im Wald lebst und nur noch Blätter isst. Cool. Geht schon Back in eine to Richtung. nature. Ja. Hast du Fussel auf dein Ding? War die Katze da? Hat die Katze das geküsst? Ach du weißt, ich bin ja nicht ganz so, dass ich ständig alles immer in Ordnung halte, sondern lass mir Zeit, bis dann die Energie da ist, das zu machen. Kommt denn die ab und zu, die Energie? Oh Putz ja, mich jetzt! Eigentlich ist das ja sogar immer mehr, oder wenn es normal ist, sage ich mal, ist das so, dass die Energie permanent da ist, sodass ich dann morgens einfach ein Ding nach dem anderen sauber mache. Also wie aufwachen und sich selber machen und dann in den Raum rein, den Raum entstauben und dann, also ich dann morgens, abends, also so wie jedes Mal, wenn ich mein Waschbecken benutze, kann ich danach das Trockenwischen so. Das ist halt schon das so. mache ich nicht. Da bin ich zu faul, das Waschbecken zu putzen, wenn ich es brauche. Sondern dann lieber alle paar Tage, einmal die Woche oder wie es halt kommt. Genau. Genau. Kann auch länger dauern. Ja. Ja. Je nachdem. Wenn der Dreck mich anschreit, dann putze ich ihn weg. Nein, jetzt machen wir ja einen Podcast über Liebe und auch da sehe ich aber schon, also, warte, gestern hatte ich einen Gedanken, da ging es, kann man jetzt vieldeutig sagen, aber wenn du eine Sache liebst, dann beschäftigst du dich ja häufiger damit. Ja. Und dann verbindest du dich auch ganz bewusst damit. Okay. Benutzt das quasi auch, bist im Nutzen davon. Und was du nutzt, das pflegst du dann auch. Gerade weil man es benutzt hat, pflegt man es dann. Ja. In einer Beziehung, eine Liebesbeziehung halt auch total wichtig. Dass man es benutzt und pflegt. Und auch, dass man benutzt wird und gepflegt wird. Beides, nicht nur aktiv, sondern auch passiv, weißt du? Also klar würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass Liebe benutzen und pflegen ist. Also pflegen mehr als benutzen. Aber ich denke, es ist schon realistisch, wenn man in einer Beziehung miteinander lebt, dass man dann immer wieder auch wie selbstverständlich zum Nutzen der anderen Person sein möchte. Weißt du, was ich meine? Ja. Also dieses jemandem was Gutes tun wollen, ist der auch das. Klar geht der Gedanke dann nicht immer so weit, dass man sagt, oh, ich mache das, damit diese Person jetzt einen Nutzen von mir hat, sondern man macht das einfach, weil es jetzt zu machen ist, weil es jetzt einfach so sein muss. Aber wenn man das beurteilt, und das ist halt so die Sache, jetzt guckst du wieder so still stehen und lässt mich einfach reden. Mach doch nicht sowas. Nein, ich bin hängen geblieben. Ja, dann wo denn? Ja, sowieso. Du hast ja gesagt, man benutzt sich und man pflegt sich. Und man pflegt sich mehr. Aber ich habe das Gefühl, die Menschen benutzen mehr, als dass sie es pflegen. Oder die Tendenz der Menschen ist, dass man den Menschen eher benutzt für seine Bedürfnisse, als dass man dem anderen das zurückgibt. Also klar kann man nicht in jedem Moment für alle sprechen, aber wenn wir so wie ein allgemeines Bild machen wollen, hier musst du aufpassen, dass der Fuß
Das ist immer, die mit dem Fuß. dass das Ding nicht da so drüber hängt, weil dann fällt es dann doch. Dann fällt es mir auf den Fuß. Genau. Ja klar kann man beurteilen und dann sagen, ja, Menschen nutzen sich mehr aneinander ab oder nutzen sich mehr aus, als dass sie einander pflegen. Das ist aber nur für den Moment und das ist auch immer nur für eine Situation. Also jetzt so ein globales Bild zu machen, gut, dann, wenn wir das machen müssten, dann würde ich sagen, ja, ich stimme dir zu, wir Menschen sind eher gut da drin, Nutzen auseinanderzuziehen, voneinander zu ziehen, als dass wir einander pflegen. Da geht schon mehr Energie rein. Aber das ist halt die Sache, sobald man bei dem Urteil ist es ja schon wieder nicht der liebende Blick da drauf. Nein, ist es nicht. Aber du möchtest ja über die Liebe reden. Und du hast gesagt, in Beziehung ist das so. Und ich sehe, wenn ich mich rumschaue, vor allem vielleicht die Beziehungen, die prominenter sind, sieht man, dass das ja eher ein Benutzen als ein Pflegen ist. Es geht ja vielleicht, ich weiß auch nicht, wenn man mit einer berühmten Person da zusammen ist, dann geht es vielleicht um den Nutzen, selber berühmt zu werden. Oder das Geld, wenn jemand reich ist, das Geld zu nutzen, den Status, oder man benutzt die Person für Sex. Ja, ich glaube, es gibt auch viele Leute, die sagen ganz, ganz klar, ey, das ist eine biologische Funktion, das ist schon immer so gewesen, dass man sich seinen Partner danach aussucht, inwiefern man im gesellschaftlichen Zusammenleben halt wie sich wohler fühlen kann, als man sich alleine fühlte. Dass man halt als Mann nimmst du dir eine Frau, damit du, nachdem du halt dann die Sachen da irgendwie angeeignet hast, so, dass du halt den Komfort hast. Jetzt dann steinzeitmäßig gedacht. Und das ist eine Frau, die, obwohl, das müssen wir mal fragen, ob das überhaupt so war, aber dass es halt für eine Frau dann auch sinnvoll ist, jemanden zu haben, der wie gut versorgen kann. Aber da stellt sich sowieso für mich die Frage, und ja, ich vorhin meinte, wenn du Sorgen hast, kannst du wie gar nicht lieben. Wenn du diese Versorgungsunsicherheit hast, wenn das als Basis vom menschlichen Leben ist, dann ist ja klar, dass jede Liebe unter diesem Nutzenaspekt berechnet werden muss. Aber wenn du nach dem gehst, dann kann ja niemand lieben, weil jeder hat Sorgen. Aber früher war es ja schon so, dass man ja prinzipiell den Partner ausgesucht hat nach der Sicherheit. Weil es ging ja ganz viel um Sicherheit, um Versorgen, weil alleine konnte man weniger bestehen. Man war stärker in der Gemeinschaft. Was ja heute nicht mehr zwingend so ist oder vielleicht bei uns nicht mehr so. Ja, also je nachdem, wo du bist, ist das immer noch so, dass das ganz wichtig ist, dass man zusammen ist und eine soziale und eine wirtschaftliche Sicherheit hat. Ich finde, so ein bisschen Politik spielt da jetzt rein, ne? Dieses Teile und Herrsche. Auch das Teilen von der Verpflichtung, dass Mann und Frau zusammenleben müssen, weil früher hast du halt jetzt in der Zeit der frühesten Sesshaftwerdung und wenn du dann mal den Wohlstand hattest, dass du irgendwo dein eigenes Land hattest, so, dann bist du halt permanent am Arbeiten. Und du brauchst einander. Der eine kümmert sich um das Heim und der andere um die Belange außerhalb des Heims. Und ich denke, das ist halt auch so ein bisschen das unterschiedliche Naturell zwischen Mann und Frau. Und das ist halt jetzt wie ganz anders so. Die Frau braucht eigentlich einen Mann, zumindest in der westlichen Welt, nicht für materielle Sicherheit. Und ich glaube, diese emotionale Sicherheit, wo ich dann meine, dass die der Mann eher brauchen würde, das ist für die Frau ja gar nicht mehr wichtig, weil die hat sie sowieso in sich. Also sehe ich zumindest bei Mädchen, auch im Verhältnis zu Jungen, so wie, naja, aber gut, das ist jetzt... Nein, aber es stimmt ja. Es ist ja so, dass ja tendenziell Frauen heute eher Single bleiben, weil sie es nicht müssen. Also sie brauchen keinen Mann, um sicher zu sein, um Geld zu haben, um ein Heim zu haben, weil sie können sich selber supporten. Ja, klar. Und die Männer sind aber noch da stehen geblieben, dass in dem Bild, dass sie eine Frau supporten und unterstützen wollen. Und, aber auch genauso die Unterstützung brauchen. Ich bin wirklich der Meinung, dass Männer eher eine Unterstützung brauchen, weil wenn du schon rausgehst, also diese Sprüche sind ja nicht von irgendwoher. Das sind da jedem starken Mann, unter jedem großen Mann eine starke Frau steckt. Auf eine gewisse Art schon die Sicherheit einer Gemeinschaft und jemand, der wo man halt wie auch mal nicht öffentlich sein darf. Wo man halt das zeigt, was man in der Öffentlichkeit nicht zeigen würde. Weil die Gesellschaft ist halt nun mal so gespalten zwischen öffentlich und privat.
Und jetzt in dem Zusammenhang, wenn man da Sorgen hat, ist der Liebesaspekt schon mal ein ganz anderer. Da kommt auch die Krisen in der Beziehung her, aber dann kannst du nicht sagen, so, das ist gerade oh ja, ich liebe mich, wir sind in der Energie des Liebens und das ist ja nochmal was ganz anderes. Ne? Wir sagen hier Liebe als, was ist das in der Beziehung, aber was ist das in der inneren Haltung, was Liebe ausmacht. Bist du immer liebend, 24/7, den ganzen Tag? Zu mir selber? Allgemein, ja, geht Allgemein. das? Geht das auch zu dir selbst? Ja, aber ich würde mal sagen, in der Tendenz bin ich gegen außen liebender als gegen innen. Aber ich glaube, das sind ja Menschen prinzipiell, dass sie sich eher selber verurteilen und machen. Ich habe auch schon einen Podcast gehört, da hat sie gesagt, wenn du dich selbst verurteilst, würdest du das zu einem Freund sagen? Du würdest nie so mit einem Freund reden, wie du mit dir selber sprichst, wie du dich verurteilst, ach, du bist doch so und du solltest so. Ja. Ich würde ja nie zu dir sagen, ach, Can, du bist so dumm oder... Würdest du das nie machen? Nein. Wow, das setze ich mal ganz oben auf die Liste. Wenn ich es dann mache, du hast gesagt, nein. Aber das kommt halt doch vor, oder? Ich würde nie einen Menschen, den ich mag, aber auch nicht mag, verurteilen. Oder wenn, dann würde ich es nie sagen. Ich würde nie zu einer Freundin, einem Freund sagen, du bist bescheuert, du siehst so und so selbst aus, wenn bist du so es und nicht so sagst. bist. Nein, aber ich spreche ja dann so mit mir selber. Das Genau. mache ich ja dann. Aber ich würde es ja nie zu jemand anderem sagen. Das ist ja das Spannende. Aber wir sagen uns ja selbst ganz viel destruktive Sachen, die wir einer anderen Person nie sagen würden. Ja, das kenne ich zu gut. Ja. Entschuldigung. Siehst du dich nicht gut? Ist deine Schokoladenseite ist nicht gut? Das weiß ich gar nicht, welches meine Schokolade Ich weiß nicht, wo hast du Schokolade hingeschmiert? Soll ich mal dran lecken und gucken? Aber ja, diese Seiten und gespalten wieder, ja, komm. Ich habe mein Nutella Siehst du rot? aufgegessen. Siehst du rot? Ja, öffentlich geleckt zu werden ist nicht so meins. Magst Du bist rot. Du bist rot geworden. Nicht ich. Guck dir mal. Du magst es nicht, geleckt zu werden? Okay. Jetzt wird es zum Nein, Sex-Podcast. alles, Das haben wir was das letzte Mal weiter. Haben wir letztes Mal? Nein, haben wir gar nicht. Stimmt gar nicht. Da habe ich gesagt, wir können auch einen Sex-Podcast machen, dann bist du ein bisschen... Nee, dann würde ich halt immer mehr so irgendwie so... Am Schluss bist du unter dem Tisch. Nein, ich denke halt auch, das ist so etwas, was dann nicht in den öffentlichen Bereich gehört. Nicht? Er kommt immer darauf an, über was du das sprichst. Ja, ich finde aber schon, dass man auf der Welt sagen kann, kulturell ist das Sexuelle in manchen Kulturen einfach wesentlich dominanter geworden und fast schon noch präsenter als liebende Beziehung zueinander. Also, dass man überhaupt Liebe, was ich als eine Bewegung im Jetzt sehe, ne, das ist immer ein Bewusstsein, eine Aufmerksamkeit, die da ist und volle Aufmerksamkeit, die endet halt nicht. In dem Moment, wo sie endet und ich mir dann Sorgen mache oder meine Gedanken abdrifte, ist das wie gerade in dem Moment nicht da. Ich sehe da, Spaltung ist das ein Riesenproblem bei Liebe. Einerseits ich in meinem Bewusstsein kann, während ich jetzt dein Beispiel vorhin, eine Freundin sagt irgendwas, in dem Moment ich gucke hin so und dann merke ich meinen Gedanken, der sagt, ja, okay, eingeordnet, Schublade, warte mal, 4, 5 Schubladen weiter runter, bisschen mehr nach außen, okay, die ist jetzt dort angekommen. In dem Moment bist du weniger liebend, als wenn du einfach mit voller Aufmerksamkeit ohne Schublade guckst. Voller Aufmerksamkeit. Bei Liebe werde ich mal so schnell. Ja, du liebst die Liebe. Auf jeden. Der Can und die Liebe. Ja. Bist wir du wollten das? Ton ausschalten. Das hört sich wie meins an. Auch- Dachte ich hätte es ausgeschaltet. Ja. So, eine liebende Nachricht. Das machst du extra, damit die Menschen denken, dass du sehr beliebt bist. Nee, warte mal. Ich soll Bescheid geben, wenn ich losgehe, um die Kinder zu holen. Sag mal 2-3 Stunden circa. Spaltung und Liebe, Sorgen haben, Liebe schließt sich einander aus. Und ich finde, gerade in so einer Zeit wie es heute ist, mit so vielen Problemen. Da haben wir ja das Paradebeispiel von einem Jesus, der da irgendwie präsentiert worden ist, der menschlichen Gemeinschaft. Der halt, egal unter welchen Bedingungen, einfach ein liebender Mensch gewesen ist.
Das geht halt wie in der das geht halt nicht. Ich kann nicht gleichzeitig sagen, wow, jetzt bin ich voll in der Energie und ein liebender Mensch und gleichzeitig mir Gedanken dazu machen, wie ich in der Öffentlichkeit wirke oder wie ich im Privaten bin. Also man einfach sein dürfen ist ja so ein ganz entscheidendes Ding bei der Liebe zwischen zwei Menschen. Dass die andere Person einfach, egal was ist, so sein darf. So soll es sein. So sollte Dass es man sein. so sein darf, wie man ist und nicht sich ändern sollte. Aber viele Menschen haben ja das Gefühl, oder ist das ein Frauending, dass sie mit einem Mann zusammenkommen und dann ihn ändern wollen, weil sie denken, obwohl ich glaube, machen das Männer auch, dass sie mit einer Frau zusammenkommen und dann denken, ja, das kann ich schon noch ändern, weil das mag ich nicht an ihr und das ändere ich dann schon, dass das anders ist. Ich glaube nicht, dass das bewusst am Anfang so eine Entscheidung gibt. Das Nein, ich glaube gibt's auch vielleicht, nicht. Nein. Dann aber nicht, da kann ich nicht von mir sprechen. Wobei es gibt ja schon diese Überlegung, was für einen Partner man gerne hätte. Das ist ja schon wie das, was ich kennengelernt habe, das ändere ich, damit es dann so ist, wie es zu mir passt. Was ja eigentlich dann Liebe ja wie auch schon wieder ausschließt, weil ich es nicht sein lasse, wie es ist. Ich lasse es nicht frei. Aber ich glaube, das kommt daher, dass wenn wir uns die gesamte Welt anschauen, die gesamte Menschheit anschauen, sehen wir, dass wir alle, was Liebe angeht, einige Level noch Potenzial haben. Und dann sagt man so, ey, guck mal, du machst dir einen Stress wegen die Kinder zur Schule bringen und jetzt bist du so aufgewühlt und reg dich doch nicht immer so schnell auf, heißt es dann. Und dann wird sich darüber aufgeregt, wie soll ich mich nicht aufregen oder was? Meine Probleme sind ja real. Ja, schon, aber guck doch mal, psychisch gesehen kannst du ja und auch dein Körper wird versauern, wenn du das machst. pH-wertmäßig so. Also ich glaube, da ist schon das Bedürfnis von uns Menschen da, dass wir den anderen darauf hinweisen, du jetzt gerade bist du energetisch nicht mehr ganz so frei, sondern... Ja, aber ich glaube, das eine ist, wenn man den Menschen darauf aufmerksam macht, dass er sich vielleicht mit etwas kaputt macht. Also wenn du dir die ganze Zeit diese Gedanken machst, dass du dann irgendwann an einen unguten Punkt kommst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, du triffst jemanden und das säuft wie ein Loch und du denkst, das kann ich schon wieder ändern. Ich komme jetzt mit dem zusammen und gucke dann, ich kann ihn so weit ändern, dass er nicht mehr sauft. Finde ich schwierig. Oder sonst eine Eigenschaft hat, er ist sportfaul. Kommen wir bei ganz banalen Dingen. Ich bringe ihn schon dazu, dass er Sport macht oder dass er sich nicht so und so verhält. Das ist ja, wenn du mit so Gedanken in die Beziehung gehst, dann hast du ja schon den Streit vorprogrammiert. Genau. Weil der Mensch ist, wie er ist. Und ob jetzt jemand säuft wie ein Loch oder keinen Sport macht oder Fleisch isst oder kein Fleisch isst oder was auch immer, ist ja schlussendlich seine Entscheidung. Man sollte ja, wenn man mit jemandem zusammenkommt, diese Person akzeptieren, wie sie ist. Und wenn mich das stört, dann muss ich mir ja vorher darüber im Klaren sein, dass das vielleicht keine Zukunft hat. Weil ich kann mich ja dann nicht die nächsten 20, 30 Jahre darüber aufregen, dass mein Gegenüber Fleisch isst, wenn ich jetzt kein Fleisch esse zum Beispiel. Und den Mensch dazu zu ändern, vielleicht ändert er sich, vielleicht hört er irgendwann auf, Fleisch zu essen, aber vielleicht isst er noch mehr Fleisch. Jetzt kann man die Frage stellen, ob das überhaupt am Anfang wirklich Liebe war oder die Hoffnung auf eine funktionierende Beziehung. Weil wenn es wirklich Liebe ist in dem Moment, dann hast du die Person als fleischfressenden, rauchenden, Alkohol trinkenden und auch hin und wieder unzufriedene Person erstmal geliebt. Das heißt, das ist das, was du liebst, jetzt. Und wenn es dann jetzt wie anders wird, klar kann ich dann an meinem Bild hängen, so wie eigentlich hätte ich das ja gerne so gehabt. Aber da muss man sagen, war man ja von Anfang an nicht ehrlich zu sich selbst. Und ich glaube, das ist so eine Sache, wir können alle Menschen lieben, aber den Lebenswandel von Menschen, wenn wir den selber nicht leben, ist so die Frage, weißt du, ich vergifte mich selbst so mit Kaffee, Zigarette, so Alkohol. Ist das Liebe? Zu dir selber? Überhaupt. Also wenn ich jetzt einem Baby eine Zigarette, Alkohol und Kaffee geben würde, würde man nicht sagen, dass ich liebend bin. Wenn ich das einer alten 90-jährigen oder einem todkranken Menschen machen würde, auch nicht. Wenn ich da rauchend Alkohol trinken ins Krankenhaus oder ins Sterbebett gehe, ist auch nicht liebevolle Geste. Also hat schon was mit dem Lebenswandel zu tun. Aber dass wir jetzt all diese Sachen machen, wo wir halt auch jeden Tag werden ja so viele Tiere getötet, wie Menschen existieren. Ist ja auch kein liebendes Verhalten, wenn ich dann sage, ich bin jemand, der Fleisch isst. Dann liebt man halt das Leben halt nur bedingt so. Oh, dich lieb ich, dich würde ich nie antasten, aber dich lieb ich, komm, ich fress dich so.
Also da mischt es sich mit Genuss. Und Genuss, da ist auch wieder das Nutzen als Wort mit drin. Kann man etymologisch mal nachschauen. Ich weiß, das guckt mal nach, das stimmt schon. Guck mal das nach, Alexa. Ja, aber wenn du so gehst, dann kann ja wirklich eine bedingungslose Liebe, dass man einfach liebt, weil man liebt, geht ja im Schluss endlich gar nicht. Weil dann müsstest du eigentlich alles aufgeben. Dann müsste man zum Beispiel den Konsum von Kaffee, von Zigaretten, von Alkohol aufhören. Man müsste aufhören, Fleisch zu essen. Ja, eigentlich auch in Häusern zu wohnen, weil viele Leute werden ausgebeutet, ausgenutzt. Kann man überhaupt eine richtig bedingungslos lieben? Weil da müsstest du ja ganz viele Sachen aufgeben, wenn das so weit fasst. Ich denke schon, wenn man das genau so weit fasst, dann müsste man zurückgehen bis in die Zeit, bevor wir dann nur noch ausschließlich sesshaft gelebt haben. Das ist immer nackt im Wald. Nackt musst du nicht sein, weil man kann ja Blätter fallen herunter. Nehmen wir Blätter. Und sie haben anfänglich auch Blätter genommen, Adam und Eva. Oder das Schaf, das selber gestorben ist, kann man dann das Fell nehmen. Wenn wir das ganz logisch betrachten, dann müsste man sagen, ja genau, dann müsste man so leben. Jetzt sind wir aber eben logisch und doch nicht logisch. Es ist auch logisch, dass wir in einer teils zivilisierten Art und Weise leben. Und ich meine extra nur teils zivilisiert, weil manche Sachen der Zivilisation sind schon, da ist schon zu viel Angst und Sicherheit denken drin, was wiederum Liebe ausschließt. Ich kann nicht ängstlich und Sicherheit suchen, weil ich Angst habe vor Versorgungsunsicherheiten, weil dann bin ich ja wieder an dem Punkt, wo ich mir gleich den nächsten Partner nehme, sobald es mir nicht passt. Sobald ich nicht versorgt werde oder Angst habe, dass ich nicht versorgt werde. Das andere wäre ja, dass man einfach seine innere Haltung zu den Dingen, dass man selbst so ist, dass man wie keine Haltung zu den verschiedenen Aspekten hat, jetzt Alkohol trinken, rauchen, Fleisch essen, sondern so im Jetzt ist, dass man einfach weiter liebt, dass man das wie gar nicht so, okay, trinkt jetzt Alkohol, aber geht's ja gar nicht, weil ich bin ja mit dir jetzt gerade so, dass man halt die Aufmerksamkeit nicht bei den vergänglichen Dingen, die jetzt so wie passieren, sondern wir haben ja, jeder Mensch ist ja in sich auch wie zeitlos. Ne? Also ich verändere mich ständig, aber dennoch bleibe ich das, was ich bin. Sozusagen mein Körper altert um mich herum, aber meine Augen selbst bleiben ja, abgesehen von Krankheiten, immer genauso, wie sie sind. Weißt du, also da spielt halt Zeit eine Rolle. Wir haben was Vergängliches, was in der Zeit passiert, in Raum und Zeit, aber wir wissen auch von etwas wie geistig Transzendentalen, wo man dann halt auch eine Liebe wie zu einer Gottheit macht. Und das ist ja in der Religion dann auch so, dass man die Menschen nicht liebt, weil sie so sind, wie sie sind, sondern man liebt sie des Schöpfers wegen. Klar, geistige Konzepte sind wieder nicht die Wahrheit, aber also diese Spaltung irgendwie überwinden in jedem Moment, das ist dann Liebe. Also wäre eine Grundvoraussetzung für Liebe. Und das heißt dann wie Selbstbewusstsein, dass ich meine eigenen Urteile, dass ich gelernt habe, weißt du was, ich liebe es, wenn die Frau so und so ist, sich so und so verhält, das und das macht und das nicht macht. Das sind dann alles meine Bedingungen. Ja, aber dann bin ich in dem Moment ja stehen geblieben, um mir eine Vorstellung dazu zu machen, wie etwas zu mir passt. Also ich bin selbstbezogen, suche aus meinem Denken heraus, was gut zu mir passen würde und wähle danach meine Beziehungen aus. Hat wiederum für mich mit Liebe nichts zu tun. Das ist ja so, als ob ich ein Kind habe und seine Eigenschaften gefallen mir nicht, den liebe ich weniger, aber den anderen liebe ich mehr, weil seine Eigenschaften passen besser zu mir. Ja, aber wonach suchst du denn eine Partnerin dann aus? Dann könntest du ja theoretisch jede Frau, die du begegnest, könnte dann deine Partnerin sein. Also erstmal, glaube ich, können wir festhalten, dass ich mit dem Aussuchen von Partnerinnen bisher es entweder nicht gemacht habe oder es mir gleich war. Oder da ging es dann vielleicht auch nur einfach, ich mache das jetzt mal so, wie das gerade kommt. Ja. Ja, aber wenn du sagst, dass du ja all das ausblendest, was du erwartest von einem Menschen, von deinem Bild, wie eine Frau sein soll und das alles weglässt, dann würde ja im großen Umkehrschluss, kann man das so sagen? Damit könnte man mit jedem zusammen. Könnte jede Frau, die da reinläuft und deine Adresse rausgefunden hat,
könnte es dann sein. Dann könnte ich theoretisch jeden Mann, den ich begegne, egal, könnte ich sagen, ja, dann bist du jetzt die Person. Klar kannst du dich entscheiden oder kannst du es zulassen, dass du ab jetzt jeden Augenblick und jede Interaktion mit Menschen bedingungslos, zweifelsfrei einfach in Liebe handhabst. So. Dann kannst du sagen, gut, das ist aber die Person, mit der ich dann halt, also man kann sich dann einschließen auf die Person und sagen, okay, nur das ist in meinem Kreis, und dann sagst du, gut, funktioniert. Und das funktionierte auch. Ich habe dir die Geschichte erzählt, wie ich eine Woche mit meiner Ex-Frau nicht gesprochen habe und sie das nicht gecheckt hat. Hast du mir das erzählt? Ich habe mich damals mit meiner Ex-Frau ständig gestritten. Ständig. Egal, was ich gesagt habe, das war ein Anlass zum Streit. Und nicht, weil ich einen Streit suchte, teilweise war das einfach nur, ja, ich stimme ihr zu und dann war es wieder so, bin ich nicht gut. Dann habe ich gesagt, so, zu der Zeit Laozi gehört, so das Dao De Jing, so vom Tun, vom Sein und Nichtsein. Und dann sagte er so, wer das Nichtstun tut, dem gelingen alle Dinge. Und dann sagte ich, okay, mache ich tue nichts mehr. Und ich habe mich entschieden, ich rede nicht mehr. Bin nach Hause gekommen, habe mich an den Tisch gesetzt, sie hat das Essen parat gemacht gehabt und redet und redet und redet. Und dann fragt sie mich, und, was meinst du? Und ich so, toll, jetzt muss ich antworten. Und dann redete sie weiter. Und redete und redete. Und hat dann das Essen alles parat gemacht, so, er setzt sich, fängt an zu essen so und fragt mich auch so. Nach dem, was ich gemacht habe, wie es auf Arbeit war. Dann dachte ich, ja toll, super, jetzt muss ich halt reden. Und war so. Und sie redete weiter. Und dann dachte ich, ja cool, vielleicht geht es ja tatsächlich, ich beobachte mal weiter. Und ich habe nicht gesprochen, habe nur beobachtet. Eine ganze Woche habe ich mit ihr kein Wort gewechselt. Also ich habe kein Wort rausgegeben. Nach einer Woche kam sie und umarmte mich von hinten und sagte, oh Jan, das ist so schön, wie wir uns verstehen. Wie wir die letzte Woche miteinander gesprochen haben. Und da habe ich wirklich gecheckt, okay, ich kann mit jedem Menschen auf diesem Planeten eine liebevolle Beziehung haben. Wenn ich tatsächlich selbstlos bin. Dann setzt aber ein, dass so wie, ey, warte mal, ich habe auch eine Verantwortung für die gesamte Menschheit und manches Verhalten von manchen Menschen ist halt einfach nicht sozial, was demnach halt Konflikt verursachend und trägt bei zu den großen globalen Konflikten, die wir haben. Und das war für mich klar, dass ich das nicht machen möchte. Weil für mich heißt Liebe auch, und das wäre dann quasi wie eine Bedingung für eine Partnerin, dass sie sich darüber auch klar ist, dass jede einzelne Handlung, auch im Privaten, eine Auswirkung darauf hat, was global passiert. Das heißt, ich achte wie immer auf mein Verhalten. Ich kann nicht sagen, oh Schatz, ich liebe dich, hey Kellner, bring mal her, komm, mach mal, oh Mann, das geht halt nicht. Überhaupt, da ist das ja wieder der Punkt, wo ich dann Leute beurteile, einordne, bemesse, vergleiche. Das ist ja alles so wie in Zahlen, wie eine gewisse Distanz, die ich dann wähle, nah und fern. Aber Liebe ist voller Aufmerksamkeit, da ist keine Distanz. Da kann ich nicht sagen, oh, scharf stellen auf dich und jetzt stelle ich Mo auf die hinten scharf und jetzt stelle ich da auf die scharf, so, sondern wäre eigentlich nur so eine fließende Bewegung des Lebens. Dass zwei Menschen gemeinsam so fließen und machen, ist halt, denke ich, heutzutage wie fast nicht möglich, wenn man nicht vorher sich darüber klar ist, wo man denn auf diesem Planeten in diesem Leben steht. Also ich kann zum Beispiel eine politische Überzeugung haben, mich irgendeiner Gruppierung zugehörig zählen. Das wird immer Konflikt bringen. Wenn du jetzt sagst zum Beispiel, Jan, für mich ist die Nationalität etwas Wichtiges. Ich stehe zu meiner nationalen Identität. Spätestens, wenn wir dann sagen, oh warte mal, ich bin zwar Kurde, aber Türkei und du Schweizerin, da gab es doch mal dieses Fußballspiel und der hat das gemacht und das war unfair und der so, nein. Oder wenn man gemeinsam eine Fußballübertragung schaut und dann hört, wie der Schweizer Kommentator etwas sagt, was so ein bisschen wie abfällig gegenüber den Türken klingt. Oder im Türkischen halt wie andersherum. Das lässt einen nicht dann kalt, sobald man über sich ein Urteil gemacht hat und sagt, ich bin das. Also ich sehe das halt als eine große Bewegung an, wo wir wie gar nichts festschreiben dürften, damit es funktioniert. Frei wirklich von allen Dingen. Aber das ist ja sehr utopisch. Das geht ja nicht. Der Mensch ist ja nicht frei von sich festlegen, ich bin so und ich bin so.
Ich glaube, das kann kein Mensch wirklich so in der letzten, wie sagt man, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Bis in die letzte Instanz, meinst du? Ja, also ja, das kannst du ja nicht. Was machst du jetzt? Rufst du mich an? Ich bin schon da. Diese Kameras, die haben immer so eine halbe Stunde Aufzeichnungslimit. Mhm. Achso. In der letzten Konsequenz kann das kein Mensch sich von nichts. Du hast ja deine Haltungen, wie du bist. Also ich könnte ganz klar nicht mit einer Person zusammen sein, die fremdenfeindlich ist, rassistisch ist, diskriminierend gegen andere Gruppen. Das wäre für mich nichts. Nein. Mhm. Auf so jemanden würde ich mich gar nicht einlassen. Jetzt gibt es aber das überall. Also, ne, wenn jemand sagt, gut, ich habe was gegen diese Gruppe von Menschen, sagen wir mal, er ist ein Faschist im Sinne von rechtsradikaler Faschismus. Weil das Linksradikale ist für mich ebenso, oder das Linke ist ebenso ein Faschismus. Weil das Wort Faschismus, das kommt eben von Bündel. Wo immer Menschen sich bündeln in eine Gruppe, ist das eine Form des Faschismus. Ob ich sage, so, ich gehöre zu der Nation, ich gehöre zu diesem Glauben, ich gehöre dann zu diesem Bund von Menschen. Das ist ja schon ein Ausschluss von allen anderen Menschen. Und das meine ich, ne, dass wirklich Liebe ja eigentlich dann erst möglich ist, wenn wir das alles nicht mehr haben. Wenn es nicht dieses, das ist mein Bund, mein Band, was Teil meiner Identität ist. Und kannst jetzt sagen, ja, das ist wie unmöglich. Ich glaube nicht, dass das unmöglich ist, weil wenn wir das wirklich mal sehen, wie unvernünftig das ist, vom Kopf her einfach gar keinen Sinn ergibt und dadurch in mir selber schon Probleme vorprogrammiert sind. Nur wenn wir mit Selbstliebe anfangen würden, müsste ich ja auch da mir eingestehen, ey, weißt du was, weil ich mich zu dieser Gruppe dazugehöre, bin ich jetzt ausgeschlossen. Ne, weil dann hocke ich dort, kann was im Internet schauen und dann sehe ich irgendwas, was von der anderen Gruppe ist, dann rege ich mich auf und ich habe für mich in dem Moment meine liebende Beziehung mit dem Jetzt kaputt gemacht. Also für mich ist Liebe immer mit Frieden und Freiheit verknüpft. Anders geht das gar nicht. Aber dann wird das tatsächlich heißen, und das ist, glaube ich, das, wo wir dann ohne zu wissen den anderen wie verändern wollen, dass er auf das Niveau von Frieden und Freiheit kommt, was man selber gerade hat und wahrnimmt. Und dass wir dort an unterschiedlichen Positionen stehen. Das ist ja klar. Ne, wenn ich jetzt ein 80 Jahre alter Mann bin, dann werde ich in vielen Dingen hoffentlich milder sein können, als ich es vielleicht mit 30, 40 bin. Weil ich merke, so die Lebenserfahrung mir dann zeigt, nee, das bringt ja nur Ärger und Stress. Man kann aber auch frustriert sein und sagen, ja, die anderen sind schuld. Das heißt, man behält sich diesen Faschismus bei. Na, also es kommt für mich immer wieder auf diesen Punkt des Selbstbildes. Wenn ich eine Überzeugung habe, das Wort heißt doch überzeugen. Das heißt, ich habe eine Sichtweise, wo ich der Meinung bin, damit habe ich mehr Zeugen auf meiner Seite als, also dieses, ich habe eine öffentliche Meinung, spielt da wieder rein. Das ist ja wieder gespalten von einer wirklichen Freiheit, die man hat. Und ich glaube wirklich, dass wir auch da jetzt in einer Zeit sind, wo wir das jetzt nochmal wirklich endlich mal lernen dürfen als Menschheit. Und die Religion, da geht es eigentlich nur darum. Und Religion spielt für mich, was Liebe angeht, auch eine Riesenrolle. Nicht im Sinne von, ich gehöre zu einer Gruppe, wie gesagt, auch das wäre Faschismus, aber dieses, ich verbinde mich tagtäglich und immer wieder, macht mir klar in meinem Bewusstsein, dass Spaltung möglich ist. Wie einfach drin sich zu verlieren, dass das klar ist, dass ich dann, nö, da steuere ich doch dagegen. Das steuerst du gegen? Naja, wir können ja schon sehen, dass im menschlichen Zusammenleben jeder immer wieder mal, also auch ich immer wieder an einen Punkt komme, wo ich sage, so, boah, nee, jetzt bin ich gerade genervt, ich habe gerade keinen Bock darauf. Aber mich dann mehrmals am Tag daran zu besinnen, dass dieses eine Position ist, die ich wähle, aufgrund dessen, was ich gerade durchmache. Ich kann ja Alkohol getrunken haben am Vortag und dann bin ich auf einmal ungeduldig, weil ein Kind lauter ist, als ich es jetzt gerade gerne hätte. Ja. Sich das klar zu machen, dass man sich wieder wie der gute Freund zu sich selbst
sagt, du, easy, alles okay. Ja, dass wir aber darüber nicht sagen, oh, ich muss jetzt so sein, sondern immer wieder uns gegenseitig und auch sich selbst nochmal ganz lieb, Hand aufs Herz, Hand auf die Schulter, kleine, ich umarme mich mal selbst und alles gut. Also diese Verantwortung, Verpflichtung, sich selbst immer wieder in den Frieden, an den Frieden zu erinnern. Ne? Salam alaikum oder Shalom, das ist ja ursprünglich eine religiöse Sprache, dass Menschen auf die Idee kamen, diesen Gruß einander entgegenzubringen. Ja, aber da geht es ja eigentlich darum, sich selbst ein Freund zu sein, sich wieder auf den Boden zu holen. Und allen anderen Lebewesen entsprechend auch. Und dann auch andere Menschen auch auf den Boden der Tatsachen wieder zurückzubringen. Dass wir eben nicht in Ideen abdriften und Vorstellungen, Gedanken hinterherjagen mit Überzeugungen und Urteilen. Ja, aber das geht ja wirklich nur, wenn du dich selber annimmst, wie du bist und dir gegenüber freundlich und liebend gesinnt bist. Und das geht nur, wenn ich das gleichzeitig mit allem anderen mache, dass ich sozusagen, also dass wenn ich das jetzt für mich mache und sage, okay, ich habe das gemeistert, ich achte darauf, ich bin ein achtsamer Mensch. Wird mir automatisch auffallen, wenn jemand nicht so achtsam ist. Dann werde ich automatisch sagen, oh, mit dem kann ich jetzt keine Bindung eingehen, weil der ist einfach anders energetisch. Also, wenn ich das bewusst mache, ist die Ausgrenzung da. Wenn ich das wie zwar weiß, aber ich lasse das gerne im Hintergrund gleich sofort weggehen, dann habe ich wieder die Freiheit. Also, aber wieso denkst du, wenn jetzt jemand sich selbst annimmt und sich selbst liebt, dass er dann automatisch die anderen dafür verurteilt, wenn sie es nicht machen oder wenn sie sich nicht entsprechend verhalten? In dem Moment, wo er die Aufmerksamkeit nach innen, also auf sich richtet, ist eine Spaltung zum Außen da. Klar, ich sage, gut, dann mag es Zeiten geben, wo wir das vielleicht machen müssen für uns. So im Sinne, wie die Religion sagt, ey, geh in dein Zimmer, verschließ Fenster und Türen so, mach alleine deine Verbindung. Da geht man bewusst in eine Trennung, um wieder die Verbindung aufrechtzuerhalten. Aber wenn ich so das nicht als eine natürliche Bewegung wahrnehme, sondern sage so, okay, ich muss mich jetzt wieder in die Aufmerksamkeit bringen. Ich merke das gerade, du guckst mich gerade auf eine Art und Weise an, das gefällt mir nicht. Weißt du so, ich habe gemerkt, du hast geurteilt und hast mich eingeordnet und so. Also, ja, aber da bist du ja schon wieder im Außen. Genau. Also ich meine, das sich selbst zu lieben, sich so anzunehmen, wie man ist, das ist ja ein Prozess, das muss man üben. Wenn man ja ganz fest gelernt hat, dass man ja nicht okay ist, wie man ist, weil als Kind wird man, tu doch nicht so, sei nicht so laut, sei nicht so und Eigenlob stinkt sowieso, du darfst nicht stolz auf dich selbst sein. Und das wieder auszumerzen, das hört sich an, aber das muss ja geübt sein, dass man die liebende Haltung zu sich selbst einnimmt. Das kann man nicht von sofort, man kann es vielleicht in dem Moment fühlen, aber dann kommen wieder die Gedanken, nee, eigentlich bist du ja nicht okay. Und das muss man ja üben. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass man dann die anderen urteilt. Da steht was. Sondern es geht ja da, bist du ja bei dir und versuchst dich immer wieder zu besinnen, ich bin okay, wie ich bin, ich liebe mich selbst, wie ich bin. Punkt. Und ich glaube, wenn du das wie internalisiert hast, dass du dich liebst, dann kannst du ins Außen gehen, ohne dass du die anderen musst verurteilen. Das macht ja keinen Sinn. Sondern ich glaube, wenn du dich nicht mehr verurteilst, verurteilst du vielleicht auch die anderen nicht mehr so sehr. Das andere ist ja sehr doof. Wenn du versuchst, ich liebe mich selbst, ich bin so toll, aber guck dich mal an, was du da machst. Das ist ja, widerspricht sich ja auf so vielen Ebenen. Aber es machen ja viele, die so ein spirituelles Leben haben, die verdrehen ja dann sich die Augen über und suchen sich auch die Menschen, die da ein normales Leben führen, vielleicht ein Auto haben und Geld isolieren sich eigentlich, machen sich ihre eigene Blase, in der sie mit allen verbunden sind. Also Individualität, das heißt ja Individue, unteilbar. Das heißt aber auch nicht, dass ich für mich so unteilbar bin, dass ich mich abschotte von anderen, die ich als Gefahr sehe, die meine innere Einheit jetzt stören könnten. Aber wissen, dass wir einfach auch als Wesen energetisch wie immer etwas von dem anderen aufnehmen. Und dieser Prozess des auch Rausfilterns, so dass wir
an verschiedenen, ich bin ja nie die gleiche Person. Ich bin ja heute anders, als ich es gestern war und im nächsten Augenblick auch schon jemand anderes. Und wenn ich mit dir bin, kann ich trotzdem noch das Gefühl von meiner eigenen Identität haben. Aber wenn ich mit jemand anderem bin, habe ich auch mal wie eine andere Art zu reden, zu sein. Und das ist immer in dem Moment. Das heißt, so dieses Festhalten an dem Selbstbild, eine feste Identität, auch an deinem Bild festzuhalten, wird das ja immer wieder zu einem Streitpunkt führen können. Das heißt, ich muss sozusagen akzeptieren, dass ich immer wieder wie das zwar mache, aber das darf ich nicht bewerten. Und auch, ich bringe es jetzt mal in Verbindung zu so einer religiösen Praxis, wo man dann halt sich sagt, sich klar macht, hey, das Leben ist, was es ist. Wir haben Tag und Nacht. Wir haben die eine Haltung, wo wir das sind, und wir haben die andere Haltung, wo wir das sind. Also raus und rein. Das ist so Licht und Dunkelheit, das gibt es einfach. Und wie kommen wir in diesem Universum am besten klar? Ja, wahrscheinlich, wenn wir im Einklang damit sind. Das heißt, wie in einer guten Beziehung, man übernimmt Verhaltensweise von dem anderen. Wenn die es nicht mag, dass ich den Lappen liegen lasse, dann lasse ich ihn nicht liegen. Weil diese Sachen dann für die große Harmonie innerhalb dieses kleinen Haushaltes halt wichtig ist. Und da ist natürlich ein Problem, wenn ich sage, oh nee, ich bin aber so. Also man kann sich auf Sachen einigen, faktisch ist klar, wenn der Lappen dort benutzt worden ist und der ist nass und feucht und legst den da so hin, wie du ihn zusammenfaltest, dann stinkt der Walzer. Mach das nicht. Oh, okay, verstehe ich so. Lappen benutzen, ab in die Wäsche, nächsten sauberen rausholen. Aber wenn das dann eine fließende Bewegung ist, wenn die Beziehung einfach läuft, dann macht man die Sachen automatisch. Dann hat man nicht so, oh, du, als ich Single war, musste ich das nie machen. Und das mit der Zahnpasta, jetzt das Ausdrücken, das nervt mich total, ich will das nicht machen. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, dass Liebe eigentlich immer davon lebt, dass wir voller Energie sind. Die Energie der Aufmerksamkeit jetzt einfach anbringen können. Klar kann man sagen, okay, hey, chill mal, du musst dich jetzt ausruhen. Dass man so lernt, miteinander umzugehen. Du für dich, wenn du jetzt sagst, oh Jan, mit zu viel, ich brauche meine Ruhezeit, musst du das genauso auch sagen können. So wie auch ich. Wir müssen darüber nicht reden. Wir können ja so aufmerksam sein, dass wir es mitbekommen. Aber leider ist da auch Teil unserer Realität jetzt, dass wir wie ständig gefordert sind in Dingen. Uns also nicht immer rausnehmen können, wann wir wollen. Und ich glaube, das macht Beziehungen immer so schwierig, dass so die Anforderungen an das Menschsein für jeden Einzelnen jetzt gerade so hoch sind, dass wir es nicht mit einfach nur, ja, es kommt schon, hinbekommen. Ich versuche da so den Bogen zu politischer Verantwortung, was ja auch Liebe für die Gemeinschaft, Liebe für mich und meinesgleichen ist. Wo ich dann sagen kann, meinesgleichen ist halt nur meine Nation oder mein Glaube, aber meinesgleichen wäre halt auch Mensch oder Lebewesen. Ja, ich glaube, das Ding ist ja auch in Beziehungen, dass wir halt einfach unser Leben leben, unser Bild vom Leben haben, wie es sein soll. Und das auf andere Menschen stülpen, auch in Beziehungen. Das heißt, mein Weg, wie ich die Wohnung putze und wie ich den Geschirrspüler einräume und wie ich das mache, ist der richtige Weg und der andere muss das auch so machen. Und ich glaube, das macht es ja ganz schwierig, weil man da nicht akzeptieren kann, dass der andere auch einen Weg hat, den er für richtig empfindet und er es so macht. Und ich glaube, das ist so, das auszuhalten und zu akzeptieren und zu sagen, das ist okay, wie du machst, wie du machst, ich mache, wie ich mache. Und wenn zwei zusammenkommen, wo einer extrem ordentlich ist und der andere nicht, dann muss er damit leben können, halt, dass der andere unordentlich ist. Du kannst ja niemanden ordentlich zwingen, aber man kann Rücksichtnahme üben, dass man dann vielleicht sagt, okay, ich gucke, dass ich das und das nicht rumliegen lasse und ich akzeptiere, wenn ich jetzt einen extremen Putzfimmel habe, dann putze ich halt die ganze Wohnung. Das ist ja dann ist das ja mein Bedürfnis. Aber viele Menschen oder die meisten leben ja so, dass sie ihre Wahrheit, ihren Bezugsraum, wie sie die Welt sehen, auf den anderen, so ich sehe es richtig, du falsch, da, jetzt nimm das.
Und das zerstört ja ganz viele Beziehungen, weil das sind ja dann banale Streitigkeiten, die man dann hat. Du musst so sein und ich erwarte, dass du das. Und aber auch schon Eifersucht. Wenn eine Frau in den Ausgang geht und der Mann sagt, dann gucken alle Männer und machen sie an, ich mag das nicht. Aber die Verantwortung der Frau zu übergeben, was sie mit dem macht, wenn der Mann sie anguckt und sie anspricht. Springt sie mit dem jetzt in die Kiste oder sagt sie einfach, nein, ich habe kein Interesse? Das ist doch ihre Entscheidung, was sie damit macht. Es ist doch egal, wie viele Männer die Frau im Ausgang ansprechen. Schlussendlich ist ja die Handlung, die Taten, die sie macht, ist ja wichtig, nicht was die anderen machen. Und wenn du so extrem eifersüchtig bist und sagst, die Männer, es bedingt ja, dass dann die Frau automatisch mit allen Männern ins Bett geht, die sie ansprechen. Also sind ja prinzipiell alle Frauen Schlampen, weil sie ja auf alle Anmachen eingehen. Also wenn jemand so extrem eifersüchtig ist, also meine Frau darf nicht weggehen, weil die Männer, wo ich finde, das ist immer Verantwortung, das ist immer Vertrauen, dass wenn ich mit jemandem zusammen bin, dass ich vertraue, dass die Person mich nicht hintergeht, wenn man das so sagen will. Und sonst ist es ja wie ein Rahmen von der Beziehung, den man abgesprochen hat, dass man eine offene Beziehung hat zum Beispiel oder Polyamor ist oder was auch ist. Aber auch da hast du ja gewisse Rahmenbedingungen, die du abmachst. Aber so prinzipiell geht es ja immer, es geht um das Vertrauen, dass der Mensch dich nicht verletzt. Aber das haben die meisten Menschen nicht. Sie probieren das zu kontrollieren und ja, nicht, dass die Person entgleitet. Ich finde, wenn ich einen Mann habe und der geht weg und schleppt alle Frauen ab, dann will ich den ja nicht halten. Dann will ich ja das nicht verhindern, dass er das macht. Dann soll er das machen und dann soll er gehen. Was bringt es mir denn, so einen Menschen zu halten, der da nicht zu meiner Einstellung passt, dass man das nicht macht in einer Beziehung? Aber viele Menschen versuchen ja, das dann zu verhindern und mit Kontrolle und hinter das Handy geht oder was auch immer, um zu schauen, dass da ja nichts passiert. Dass da ja kein Betrug stattfindet, das ja völlig unsinnig ist. Dass noch nicht mal das Potenzial dafür mehr da sein sollte. Ja, aber prinzipiell verdächtigst du ja die Person dann schon, dass sie etwas machen könnte. Aber weil, wenn du ja Vertrauen hast, dann würdest du ja nicht auf die Idee kommen, dass die Person dich betrügen würde oder hintergehen würde, wenn du das schon kontrollieren musst von Anfang an. Ich glaube, dass wir in allen Punkten, wie jetzt auch in dem Punkt des Betrugs, der Eifersucht, dass die Bindung zu der Person, mit der man gerade zusammen ist, wie gefährdet wird von der Bindung zu einer anderen Person. Also dass wir dort alle wir teilen miteinander alles, unsere Energien, aber wenn wir das jetzt hier miteinander teilen, dann ist halt aber auch die Energie ja drumherum. Das heißt, es gibt immer einen Bereich, der ganz weit weg ist von dir. Und ich kann in meiner Aufmerksamkeit sozusagen eine Position einnehmen, wo ich voll mit dir bin. Und dann kann ich auch in mich gekehrt sein und sozusagen objektiv alles wahrnehmen, wie wir zueinander stehen. Aber ich kann auch so weit in mich gehen, dass ich so weit weg bin eigentlich von dir und dann schon wieder wie erwarte, dass, wir als Ich sind ja dann ein Zentrum im Bewusstsein, das wir hin und her bewegen können. Klar ist, wenn wir beides zack an die Oberfläche bringen und wir jetzt beide wie den Berührungspunkt haben, das ist dann so, wow, alles ist, was es ist. Und ja, ich denke, dass wir im Leben immer das haben, dass wir diese Bewegung, wie das Wasser, das vom Mond bewegt wird, wie Tag und Nacht so, das ist Teil der Erfahrung. Das hat etwas mit Nähe zu tun, die wir zueinander empfinden. Wenn wir eins sind miteinander, dann gibt es sowas wie Nähe schon gar nicht mehr, weil es ist eins geworden. Wenn wir ein bisschen weggehen, dann merken wir, oh, Nähe hat immer was mit Reibung zu tun. Ist ja einfach so. Wir merken dann, oh cool, da schwingen wir miteinander. Oh, guck mal, da habe ich Reibereien, erinnere ich mich daran, dass ich die früher mit jemand hatte, das habe ich jetzt nicht. Und wir können auch wieder so weit weggehen in uns, aus einer Selbstbetrachtung heraus, dass wir sozusagen nur auf Reibung achten. Intimität ist ja das gesamte Feld davon. Ob ich sie jetzt intensiv wahrnehme als eine Einheit, wo ich, wie beim Liebemachen halt,
Ne, man kann anfangen und dann, oh, der Körper und der Körper, die kommen einander näher und man spürt sein in sich und die andere Person in sich, aber wenn es ein wirklich schönes Liebemachen ist, dann ist halt irgendwann eine komplette Verschmelzung, wo du nicht mehr unterscheiden kannst, was ist jetzt Körper, was ist meins, deins oder was ist Geist, sondern vor allem auch dann der Moment von Orgasmus ist ja, wo alles wie klar geschrieben wird. So. Damit umgehen zu können, dass das nichts, gar kein Zustand permanent gleich bleibt, aber trotzdem ich denke, da kann man tatsächlich mit jedem Menschen sich darauf einigen, hey, weißt du was, das, was wir haben, wir bleiben einfach so, wie wir sind miteinander. Wie sich das dann gestaltet, zeigt sich. Und da sollte man natürlich drüber reden, was man sich wie in dem Moment, wie man sich fühlt, was man denn gerade mag. Also, wenn man sich einmal gesagt hat, du, wir beide sind Mann und Frau, wir bleiben, das ist so, oder Mann und Mann oder Frau und Frau, dann sollte man darüber genauso wenig weiter diskutieren müssen und erst dann wieder zur Sprache bringen, wenn man merkt, so, du, jetzt gibt es ein Update, ich bin nicht mehr ganz bei der Sache. Also ich denke, man kann Einheit mit jedem haben, aber das Zusammenleben ist wie zeitlichen Dingen unterworfen. Und dann kann man sagen, ey, jetzt gerade merke ich so, das ist wie, bist du mir gerade nicht ganz so nah, aber hey, unsere Beziehung und der Rahmen, in dem wir sind, ist davon nicht berührt. So wie, ey, das macht mir gar nichts aus, wenn da jetzt beim Essen der eine Freund da die Witze mit dir gemacht hat und irgendwie auf einmal eine halbe, dreiviertel Stunde oder 2 Stunden sich nur mit dir unterhalten hat. Da habe ich gemerkt, so ein bisschen so, das muss gar nicht besprochen werden, kann aber auch genau das Gleiche sein, wo ich dann sage, so, boah, nee, das hat mir nicht gepasst. Also, dass dass man sich für sich selber darüber klar wird, dass man da die Neigung zu hat, aus der bedingungslosen Betrachtung herauszugehen. Aber wenn man sich gesagt hat, hey, weißt du was, ich will mit dir nur eine liebende Beziehung haben, dann muss man darüber gar nicht reden, dann ist das klar, dass und da muss halt dann Vertrauen sein. Wenn man sagt, du, egal wie das aussieht, auch egal wie lange das jetzt dauert, dass wir wieder uns nah sind, es gab nie diesen Unterbruch von Seele zu Seele. Und das macht es, glaube ich, so schwierig, dass wir mit Raum und Zeit einfach, es ist ja mit dem religiösesten Menschen der Welt, es sollte ja so einfach sein, sich mit Gott in Einheit zu fühlen, wenn das überall ist. Aber trotzdem merkt man selbst dort, unsere Beziehung zum Universum, zur Natur, dass wir das manchmal gar nicht wahrnehmen, wo wir gerade sind. Also ja, es hat ja vieles mit Vertrauen zu tun, egal ob es jetzt eine Beziehung ist oder Freundschaft. Wir müssen ja dem Gegenüber vertrauen, dass es uns wohlgesinnt ist und uns nicht verarscht. Aber viele Menschen haben ja davon Angst, dass sie... Dann ist es nie Vertrauen, weil im Wort Trauen steckt schon auch Treue drin. Ja, aber es ist so, dass ja viele Menschen Schwierigkeiten haben, weil ich gehe ja davon aus, wenn ich Freunde habe, ich vertraue denen. Wenn ich denen nicht vertraue, dann sind es nicht meine Freunde. Wenn ich einen Zweifel habe, dass sie mir wohlgesinnt sind oder dass sie, was ich ihnen erzähle, für sich behalten oder was auch immer oder mich nicht verurteilen, dann sind es keine Freunde. Wenn ich das Gefühl haben muss, dass jemand von der Energie her nicht vertrauenswürdig ist. Aber viele Menschen sind ja immer auf der Suche nach dem Vertrauen und zweifeln daran, ist es das und so. Und ich finde, sobald ich Zweifel an der Loyalität des Menschen haben muss, es geht ja um jetzt fange ich noch an zu jodeln, Loyalität, ich glaube, wenn das nicht vorhanden ist, wird es ganz schwierig. Wenn du da immer daran zweifeln musst, dass der Mensch dir gegenüber loyal und respektvoll und ehrlich ist, dann ist ja jede Beziehung zum Scheitern verurteilt. Genau. Sobald Zweifel da ist. Ja, weil dann guckt man ja immer, jetzt hat er so geguckt, jetzt hat er das gemacht, jetzt meldet er sich nicht und jetzt hat er so geschrieben, es macht nichts Gutes. Und da sehe ich halt so die Wichtigkeit von manchen Sachen, die man wissen sollte. Manche Sachen einfach Fakt des menschlichen Bewusstseins. Die sind uns vor Jahrtausenden schon vermittelt worden, aber leider hat man die meiner Meinung nach so verdreht, dass wir nicht mehr checken, was das
eigentlich mal hieß. Jetzt werde ich wieder mit dem religiösen Hintergrund. Weißt du, so Adam und Eva sind als Einheit im Paradies so. Mehret euch, seid fruchtbar, macht einfach. 6. Tag, alles geschaffen. Gut, 7. Tag ruht er sich aus und danach sagt er sich, gucke ich mir nochmal an. Jedenfalls ist dann das Interesse daran da, was Neues zu erleben. Eva sagt, oh, hier, kriegt so mit ihrer Feinfühligkeit hört sie, was die Schlange sagt so. Und die sagt ihr, hey, iss mal von dem, das macht dich wie ein Gott, dann weißt du mehr. Dann weißt du, wie alles funktioniert. Sie isst es und auch der Mann nimmt das, sagt, boah, geil, jetzt weiß ich. Und durch dieses Wissen kommt schon mal die Spaltung, dieser erste Zweifel zwischen Ich als Ich und die Natur. Also diese Spaltung zwischen einem Bewusstsein in Liebe ist ja bei uns Menschen wie auch nachzuvollziehen in der frühesten Kindheit, wo wir vielleicht das erste Mal für uns eigenständig anfangen zu denken mit einer Ich-Identität. Und in dem Moment haben wir schon mal die Spaltung und folgen aber dann, weil wir es so in den Vorbildern sehen, den Gedanken. Und die Gedanken sind aus meiner Sicht eben das, was in den alten Schriften als der Teufel bezeichnet wird. Der Deibel, der Diabolo, das ist der Zweiteiler, der in die Zwei wirft. Zwei Fallen halt auch, der Zweifel kommt daher. Und das ist wie ein natürlicher Aspekt des menschlichen Bewusstseins, den wir einfach als evolutionären Schritt bekommen haben. Dass wir, klar, in unseren Genen die Erinnerung daran haben, alles in einer natürlichen Einheit wahrzunehmen, was wir als die universelle Liebe verstehen. Weil als wir noch waren wie die Tiere, muss das ja so gewesen sein, dass da gab es kein, ich betrachte jetzt mal die Natur aus einer Perspektive, wo ich nicht mit interagiere. Und dann schaue ich mir die Bedingungen der Welt an. Also dieses ganze Wissen und Wissenschaft und Denken ist sozusagen wie grundsätzlich erstmal etwas, was mich vom Wahrnehmen und Wahrsein in der Liebe, dem Gewahrsein, schon mal entgegensteht. Ich kann nicht hocken und in Gedanken versunken, wie mache ich das und so, warte, ich werde jetzt mal überlegen, was ich als nächstes sage, darauf hin, so. Dann bin ich ja schon im Kategorisieren. Da sind ja schon so viele Unterteilungen gemacht. Da kann man ja gar nicht liebend sein in dem Moment. Aber zu verstehen, dass unser Bewusstsein nun mal so funktioniert und dass die Menschheit dann aber auch wie quasi das Problem schon kennt, und die Religionen haben da ganz viel drüber gesagt. Wie mach dir kein Abbild? Urteile nicht. Bemerke, wenn du auf einmal jemanden begehrst oder etwas begehrst, was nicht deins eigentlich ist. Also diese Spaltung ist uns Menschen ja vollkommen bewusst. Und dass das alles uns von der Liebe hindert, ist uns auch klar. Aber dann geht es darum, kann ich das mit einem Menschen gemeinsam wahrnehmen und gemeinsam als Einheit mich da in die Welt stellen, aber dann auch gleichzeitig nicht nur, wir für uns eine glückliche Beziehung, sondern nein, das ist automatisch mit allen anderen als eine menschliche Gemeinschaft. So wäre dann sozusagen ein Anspruch, den man an einen Partner stellen würde, sozusagen, lass uns gemeinsam die Welt und alles, was ist, wirklich immer gut sehen und auch gut machen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir in diesen Zeiten wie Angst davor haben und merken, das braucht ganz viel Selbstliebe und es braucht ganz viel Liebe zu dem anderen, was aber nur geht, wenn Selbstliebe da ist. Und jetzt merken wir überall diese Konfrontation von verschiedensten Dualitäten, verschiedenen Gruppen oder Sichtweisen. Und ich glaube, nur wenn wir das wirklich alles annehmen und wieder verstehen, die Vielfalt, also schau, die Erde, da ist im Erdboden, gibt es Steine, die sind rot, gelb, grün und alle möglichen Farben. In der Erde, wo nie Licht hinkommt. Trotzdem sind alle einzigartig dort gemacht, als würden sie selber strahlen. Da gibt es niemanden, der die sehen kann, die sind eigentlich alle schwarz. Aber trotzdem ist die Natur so, dass alle individuell und einzigartig sind. Und es gibt keine zwei Blätter, die gleich sind. Keine zwei Nadeln von einer Tanne auf diesem Planeten, die einander gleich sind. Also so eine unendliche Einzigartigkeit. Und wir Menschen sind nun mal auf ein paar Eigenschaften auch so festgeschrieben. Aber das alles zu übersehen, das alles so wie anzunehmen, ist halt so. Doch geht es jetzt um Einheit. Einheit trotz Verschiedenartigkeit. Ganz genau.
Es geht ja Diese nicht darum, zwei- dass alle nachher gleich sind, sondern dass Nein. man akzeptiert, dass jeder anders ist und dass das okay ist. Diese zwei Dinge, dieser Zweifel, der da ist, dieser Mhm. Widerspruch, das ist wie Nordpol und Südpol. Man kann sagen, die stoßen sich ab, aber sie erschaffen einen Lebensraum. Und dass jeder auch diese zwei Extreme hat, aber die beiden eben, wenn man sich eben in Ruhe lässt, zu sich selber ein Freund ist, da sozusagen in sich den Frieden machen kann. Und wenn du das erstmal wie gemacht hast, dann kann die Person auch Fleisch essen und Alkohol trinken. Dann wird dein Einfluss automatisch dazu führen, dass diese Person irgendwann auch einen natürlichen Lebenswandel annimmt, sofern man denn sagt, dass manche Dinge natürlich und unnatürlich sind. Also ich glaube, Liebe führt automatisch dann zum natürlichen Miteinander. Und auch wenn es so ist, dass sich nicht ändert, dann ist es einfach okay. Also ich glaube, es geht ja in der Einheit darum, dass auch wenn jemand das dann nicht aufgibt und weitermacht, dass es trotzdem okay ist und die Beziehung gut ist. Ja, dann kann man natürlich sehen, ey, jetzt gerade, wie schade, wir wollten, dass es ein gemeinsamer Weg ist, aber wir sehen, das ist das jetzt nicht. Lassen wir uns mal. Und da habe ich ja vorhin noch gesagt, sobald man es benennt und in einen Rahmen packt und sagt, die Beziehung ist jetzt das, heißt es auch gleich, also sollte sie auch so und so sein. Und sobald ich das mache, habe ich das Ende quasi schon festgeschrieben, weil ich dann unflexibel geworden bin, wie das Miteinandersein jetzt gerade aussehen kann. Also da, sobald ich es benenne, ist das zum Scheitern verurteilt. Sobald ich ein Abbild davon gemacht habe, eine Erinnerung, wie ich es gerne hätte, wie es mal war, wie ich es gerne... Also denkst du, man kann prinzipiell kein Bild in einer Beziehung machen, was man gerne möchte oder was man erreichen möchte? Du sagst ja, du hättest gerne eine Partnerin, mit der du etwas aufbauen kannst, gemeinsam etwas machen. Das ist ja auch schon ein Bild. Oder Ja. ist es eine Vision? Oder? Ja, also wenn ich immer im Jetzt wie sein mag, muss ich am Jetzt gucken, was ich jetzt gerade an mir, an Bewegungen merke. Meine Gedanken, meine Interaktion mit anderen Menschen, gibt es da eine gemeinsame Sprache. Und dann kann ich sagen, ja, okay, das gibt es, dass ich sehr gerne eigentlich diese für mich gerade wichtigen Dinge mit jemandem gemeinsam teilen möchte, gemeinsam diesen Weg gehen mag, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass es wie nichts Gutes bringt, wenn einer wieder nur alleine für sich sagt, das ist so und dann in die Welt rausschreit, das ist so. Sondern dass man eben aus einer Gemeinschaft heraus dieses in einer viel natürlicheren Art machen kann. Ob die Beziehung danach so bleibt, ist ja egal. Aber ja, also ich kann am Anfang eine Bedingung stellen, die wie zu Bedingungslosigkeit gehören soll. Aber ich darf nicht dran festhalten und sagen, oh, das will ich jetzt unbedingt. Ja, aber was ist bei dir der Grund, wieso, dass du das dir so vorstellst, dass du mit einer, sagen wir jetzt einer Partnerin so etwas machen willst? Das kannst du ja auch mit deinem Freund machen. Das muss ja nicht zwingend deine Partnerin sein oder Partner, ich weiß ja nicht. Nein, Partnerin ist schon gut. Ja, muss ja nicht zwingend sein. Ich sage ja auch, in einer Partnerschaft, ich fände es schön, mit einem Mann zusammen sein, mit ihm etwas aufzubauen. Egal was, aber prinzipiell geht es ja mir darum, ich glaube, das Leben zu teilen, aneinander teilzuhaben, was man macht. Ob denn das etwas Gemeinsames ist, sicher verbindet etwas Gemeinsames. Es verbindet mehr, wenn man auch gemeinsam Sachen macht, als wenn man seine Leben nebeneinander lebt und sich daran teilhaben lässt. Aber ja, ich glaube, so jemanden zu suchen, der mit dir dann daran an deiner Vision arbeitet oder den Weg geht, den du dir vielleicht vorstellst, ist ja schwierig, dann genau diese Person zu finden, mit der du das machen kannst. Wenn es darum geht, dass ich ein ganz bestimmtes Gefühl der Gemeinschaft in der Sache suche, ja, ist das problematisch. Weil ich dann ein festes Bild davon habe, wie denn so der gemeinsame Weg aussehen soll. Ich habe dieses Bild von einem Wanderstock. So. Der kann mich stützen, der kann mich auch mal hochhelfen, der kann mich mal bremsen, wenn es bergab geht, und der kann auch einfach mal nicht benutzt werden. Das heißt, all diese Dinge wäre im Ideal, wenn das einfach wie läuft. Die Unterstützung kann immer anders aussehen. Aber ich denke,
Aufmerksamkeit dafür, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg halt geht und dass wir alle einander helfen können, diesen Weg des anderen begleiten zu dürfen, macht das wie, du, da müssen wir gar nicht darüber reden. Klar ist, dass ich dich manchmal nicht unterstützen kann, weil ich gerade nicht die Person bin, die das machen kann. Aber das heißt ja nicht, dass ich dann sozusagen kein Interesse daran habe, dass es dir gut geht. Also da muss man halt auch schauen, dass man die Bedürfnisse, die man an jemand anderen stellt, nicht permanent von dieser Person erwartet, sondern zeitlich halt. Aber wie wichtig ist, dass man erst einmal sagt, hey, ja. Das Ja-Wort geben, egal, dick und dünn, bin dabei. Heißt nicht, dass ich es immer kann. Dann heißt es so, ey, ich sehe gerade, jetzt hast du Schwierigkeiten damit, ich habe auch gerade Schwierigkeiten, da an deiner Seite zu stehen. Aber schau doch mal, vielleicht findest du da einen Weg oder ey, ich habe gerade gar keine Ahnung, bitte lass mich, ich kann jetzt nicht. Wenn das gut besprochen wird, dann gibt es gar kein Problem da drin. Dann kann man sagen, okay, ich sehe das, dass es jetzt unvernünftig ist, was zu erwarten, was nicht gebracht werden kann, daran halte ich nicht fest. Ich bin mir aber sicher, dass du an meiner Seite bist und bleibst. Also vertraue ich darauf, dass mein persönliches Problem schon gelöst wird. Und das nimmt keinen Einfluss auf uns. Aber wenn ich jetzt von einer festen Beziehung ausgehen mag, wo ich sage, wir sind Lebensabschnittsbegleiter, dann soll bitte darüber gesprochen werden, wann dieser Abschnitt, wenn es danach aussieht, als ob dieser Abschnitt endet. Also, dass die Dinge sowieso alle sterben, alle Sachen enden, das ist klar. Das ist klar. Und alles auch wieder neu geboren wird, gibt es auch. Aber wir Menschen sind halt so intelligent, dass wir auch das besprechen sollten. Wenn wir merken, ey, jetzt gerade bin ich nicht in der Lage dazu. Aber klar, wenn jemand dann sagt, so, weißt du was, ich habe dir damals zwar gesagt, dass wir zusammen sein können, jetzt rede ich nicht darüber, dass ich da eigentlich der Meinung bin, das will ich nie wieder. Also, sobald jemand sagt, nie wieder, hat die Person sich eingesperrt auf alle Zeiten. Und weiß halt nicht, was die Zukunft bringt, aber tut so, als würde sie es wissen. Das kann gar nicht gut enden für die Person selbst und das Miteinander. Weil jetzt haben wir sowas so wie zum Beispiel, also jeder hat seine Phasen. Oder auch, wenn man halt in unserem Alter muss ich als Mann und auch die Frau, wie sich darüber klar sein, dass hormonelle Veränderungen genau das Gleiche verursachen können wie ein Abend voller Alkohol. Wo man nicht mehr man selbst ist. Obwohl man eigentlich an der Liebe festhalten mag, bringt das einen biologisch so durcheinander, wie zum Beispiel auch nach einer Entbindung. Das ist ja dann auch nochmal ein ganz neuer Lebensabschnitt, den man noch nicht kannte. Und da aber so viel Vertrauen haben in einen anderen Menschen, zu sagen, hey, weißt du, ich habe dir einmal vertraut und das gilt für alle Zeit. Jetzt ist eine Sache, ich weiß nicht, wo ich bin, was passiert. Warum sollte man dann nicht sagen können, weißt du was, cool, machen wir mal gemeinsam, das ist eine neue Herausforderung. Ja, die Menschen erwarten ja immer, dass es dann immer das Gleiche ist. Und das eben Entbindung, dass dann die Frau ein Kind auf die Welt bringt und sie ist jetzt so und sie ist so, oder auch in der Schwangerschaft, sie hat sich ja vorhin ganz anders verhalten, sie müsste doch jetzt, und dann geben sie auf, weil sie mit dem nicht umgehen können oder nicht umgehen wollen, dass jetzt halt einfach etwas anderes ist. Aber ich meine, ich finde ja, machst du das, wenn du mit jemandem zusammenkommst, dass du besprichst, wohin es geht? Das werte ich und ich mache das immer mehr. Also wie, dann sagst du, wir werden jetzt 3 Jahre zusammen sein und dann trennen wir uns. Oder was machst du? Nein, so nicht. Das nicht? Ich habe zum Beispiel damals der Ex-Ehefrau ganz am Anfang unserer Beziehung gesagt, hey, ich arbeite da an einer Sache, ich bin da dran, das ist mir total wichtig, aber ich mache das nicht für mich aus egoistischem Sinn, sondern ich gucke, dass ich wie eine Basis schaffen kann für das Zusammenleben in dieser Welt. Die Welt ist problematisch und sie bringt Menschen auseinander. Ich arbeite an was, wo ich dann herausfinden mag, was ist das, was wirklich
Einheit gewährleisten kann, bitte habt die Geduld und bleibt an der Seite. Und dann wurde nicht kommuniziert, dass man da nicht mehr dran glaubt, dass man überhaupt das nicht glaubt, das einfach ist es wichtig, dass man einander sagt, wie das jetzt ist. Bevor man zusammenkommt, spielt es keine Rolle, aber in dem Moment, wo zwei Menschen miteinander sprechen, dass wir uns sozusagen nicht nur, oh, das ist so ein tolles Gefühl, ich würde dich gerne besitzen und oh, jetzt habe ich dich und da ich dich jetzt habe, gehörst du mir und ich gehöre dir. Das ist erstmal noch keine Liebe. Das ist sozusagen das, was wie, wenn ich rückblickend auf eine perfekte Beziehung schaue, oh, ich hatte eine glückliche Liebe, ja, wir waren eins und wir besaßen einander, aber es wurde nie genannt so. Also, nein, ich denke wirklich, wir müssen dementsprechend leben, wie wir als Menschheit, also an dem Punkt, wo wir sind. Und wir sind nun mal so intelligent, dass wir zwischen Liebe und Nicht-Liebe unterscheiden können. Und das Nicht-Liebe ist immer, wenn wir in uns isoliert sind. Und wir können das akzeptieren, dass wir da einen permanenten Wandel drin haben. Klar, ich kann in meinem Ideal liebe ich dich immer und ich werde dich auch immer lieben. Aber faktisch jetzt, nee, Jan, du bist jetzt gerade so in deinen Gedanken, in deiner Vision, du merkst gar nicht, dass du wie gerade dich isolierst. Und schon ist da, stimmt, okay, geil, danke für die liebevolle Erinnerung. Ja, aber ich meine nicht, ich denke, es ist ja wichtig, wenn du zusammenkommst, dass der Mensch weiß, wo du stehst. Ich glaube, das ist ja wichtig, dass man ein bisschen weiß, wie die Einstellung, die Haltung ist. Aber ich glaube, danach, was nachher passiert, wie die Zukunft der Beziehung ist, das muss man ja nicht sagen, wir werden jetzt so und so lang zusammen sein, weil ich glaube, das schränkt ja so ein. Ich finde ja auch, wenn man Menschen kennenlernt, sie möchten ja immer wissen, was möchtest du? Was suchst du? Ist immer die Frage, was suchst du? Und ich sage immer, für mich, ich meine, in letzter Konsequenz, eine Beziehung zu einem Mann, eine Partnerschaft, sicher, wunderbar. Aber es ist nicht so, dass ich jemanden kennenlerne und auf das hinarbeite, sondern ich schaue, wie ist das Gefühl und wenn es dann auf das hindeutet, dass da mehr eine tiefere Verbindung ist, dann entwickelt sich doch hier oder vielleicht auch nicht. Aber die Menschen möchten sich ja immer so festlegen. Was willst du? Also ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich jetzt eine feste Beziehung will oder nicht. Ich weiß, was ich nicht will. Ich will keine lockeren Sachen, wo ich irgendwo mal da, mal da. Nein, das ist sicher klar. Aber das andere, ich möchte wie den Boden haben, den Menschen kennenzulernen. Vielleicht ist es einfach Freundschaft, vielleicht sagt mir diese Person gar nichts. Vielleicht ist es eine ganz tiefe Beziehung. Keine Ahnung, aber so das Festlegen, dass man sofort sagen muss, wohin könnte es sich bewegen, mit dem Ziel, das wird jetzt eine Beziehung. So. Das finde ich immer sehr einschränkend. Das macht ja, es ist wie eine Box, wo du hast. Und da kannst du nur dich genau dahin bewegen, nicht weiter. Genau, weil da ist ja schon diese Unsicherheit da. Und ich mag, dass du mir das Gefühl gibst, dass ich nicht unsicher bin, deswegen erwarte ich dies und das. Ist ganz anderes als zu sagen, ey, da bin ich jetzt. Und wenn du jetzt auch da bist, jetzt gerade kann ich sehen, da ich weiß, wie ich vorher tickte, vor dem Jetzt, ohne mit dir in Kontakt zu treten, sowas würde ich gerne erleben. Klar ist das eine Vorstellung, eine Illusion, die ich dort habe, wie eine Beziehung funktionieren sollte oder würde oder könnte. Aber dadurch, dass ich es mit dir jetzt bespreche, ist es könnte, es sollte wie quasi weg. Wir können das thematisch behandeln, aber da darf nicht der Druck entstehen, so solltest du sein, damit das funktioniert. Das ist so, ja, wir sind uns dessen bewusst, aber lass uns doch ganz einfach wieder auch unbewusst werden lassen. Wir müssen nicht die ganze Zeit damit umgehen. Und das ist wie Tag und Nacht. Ne? Wir haben dieses Bewusst und Unbewusst, was sich immer wieder auch im Laufe des Tages mehrmals ändern kann oder sogar tatsächlich ändert. Auch in der Selbstliebe. Wir machen manchmal Dinge, wo wir uns wie unbewusst verhalten. Das heißt nicht, dass wenn ich mir meiner bewusst bin, mich automatisch mehr liebe. Ich kann mich auch in meinen bewussten Momenten mit mir lieblos verhalten.
Und da dieses ständige, wie vergeben. Das war jetzt gerade so. Kein Druck draus machen, dass man jetzt zu sich und zu der anderen Person wie nicht gut war. Oder die andere Person zu mir nicht gut war. Das muss sofort wieder raus, wahrgenommen, weg. Nicht abspeichern. Weil sobald ich abspeichere, habe ich ein festes Bild und daraus entwickelt sich ja dann wieder meine Hoffnung für die Zukunft, meine Vorstellung, wie es sein sollte. Also für mich ist Liebe ganz klar immer nur ohne Vorstellung, wie etwas sein sollte. Das heißt aber nicht, dass ich nicht vernünftig auf die Sachen schauen kann und sage, weißt du was, Fakt ist, Beziehungen verändern sich, Menschen verändern sich. Das heißt, Beziehung sollte, wenn sie in einer Einheit bleibt, dieses Verständnis, gegenseitige Verständnis haben für ein Selbst, für die Beziehung und für die universellen Gesetze, dass wir uns da keinen Druck machen. Und das kann man, und ich denke, das sollte man sich auch klar machen. Und dann kann man mit der anderen Person darüber sprechen. Wenn die andere Person sagt, ey, stimme ich dir gar nicht zu, für mich ist das definitiv so, dass ich diese Sachen brauche, diese Sachen will, okay, geh, lebe danach. Such jemanden, der nur deine Bedürfnisse erfüllt. Lebe dein Leben lang in der Auseinandersetzung mit deinen Bedürfnissen, mach das, aber aus meiner Sicht ist das keine Liebe. Weder zu sich selbst, noch zu irgendwem, weil man ja immer wieder auf sich selbst schaut und seine Bedürfnisse, das heißt, man guckt immer auf das, was man nicht hat. Und wenn ich mich mit dem auseinandersetze, was ich nicht habe, was nicht ist, lebe ich in einer Illusion, das heißt, ich kann gar nicht lieben. Ja, und ich denke, wenn du so in eine Beziehung gehst und dann etwas wegfällt, sagst du, ich bin eine sehr sexuelle Person, ich brauche regelmäßig Sex, und das hast du ja am Anfang meistens. Und dann kommt irgendwas, sagen wir eine Schwangerschaft, ein Unfall, die andere Person kann nicht mehr. Und was machst du dann, wenn dir das so wichtig ist? Dann scheitert ja die Beziehung an dem, dass du keinen Sex mehr haben kannst. Und dann entfernst du dich von dieser Person. Also, oder was es auch immer ist. Also es macht ja die Beziehung, ja, du zählst ja die Tage damit. Weil sobald die andere Person dir das nicht mehr geben kann, aus welchen Gründen auch immer, geht es in die Brüche. Sobald Genuss wichtiger ist als das Miteinander-Sein, ist das ein Problem. Es ist ja auch dann Fasten zum Beispiel, als eine religiöse Praxis, hat ja genau diesen Zweck, dass ich sozusagen lerne, dass ich auch in Zeiten des Mangels meine Beständigkeit, meinen Glauben, mein Vertrauen in das Leben aufrechterhalte. Also es ist wie quasi eine Grundvoraussetzung, dass man sich selbst heilt und darauf achtet, dass man im Heil bleibt. Was ja wie ein Widerspruch ist zum Heil an sich. Ein Heil ist ja nie kaputt, nie unvollständig. Aber das ist dann ein Zustand der, keine Ahnung, wo man dann sagt, so der Erleuchtung oder wie, ich mache mir keine Gedanken darum. Was wiederum eigentlich kein Problem ist, sobald ich meine Aufmerksamkeit immer im Jetzt mit voller Energie habe. Das heißt, ich kann morgens aufwachen, merken, boah, gestern habe ich getrunken, ich bin verkatert, aber trotzdem kann ich immer im verkaterten Sein all meine Energie jetzt nach außen geben. Und das Irre ist ja, wenn man das macht, dann ist dieser Kater innerhalb kürzester Zeit weg. Weil lieben heißt ja, ey, ob ich jetzt die Zigarette in voller Aufmerksamkeit rauche oder meinen Kaffee zubereite oder wie ich aufstehe, wie ich mich bewege, hat ja alles mit Bewusstsein zu tun. Tadam. Tadam. Die Sonne scheint. Das ist cool, das ist richtig warm. Ja. Aber du hast vorhin, als wir einkaufen waren, hast du ja gesagt, dass sobald man das Label Beziehung aufdrückt, dann ist zum Scheitern verurteilt. Wie benennst du denn das, wenn du mit jemandem zusammenkommst? Spreche ich noch komisch. Wie signalisierst du denn dieser Person, dass es eine Beziehung dann ist? Weil es ist ja ein Unterschied zwischen einer Freundschaft und einer... Ich glaube, das ist ein bisschen so die Selbstverständlichkeit, was viele wie ablehnen, aber für mich so, und das war in der letzten Beziehung dann für meine Partnerin irritierend, dass ich sie ohne viel Zeit miteinander verbracht zu haben, einfach so, ich gehe nach Berlin, kommst du mit? Fahr zu meinen Eltern, komm mal mit so. Ohne dass ich drüber nachdenken muss, sondern so, ja klar, ich teile halt alles, was in mir vorgeht. Und alles, was ich mache, mag ich auch mit dir teilen. Dass man nicht darüber reden muss, und das hatten wir zu dem Zeitpunkt auch nicht gemacht, und das war auch perfekt. Erst als dann die Entscheidung dazu kam und in ihrer Auseinandersetzung, ob sie diese Beziehung denn so will, wurde das wie
festgesetzt und ging unter dem Druck davon kaputt, weil dann automatisch eine Vorstellung kam, wie das sein sollte. Du kannst nicht einfach jeden mitnehmen und dann sagen, komm mit nach Berlin. Ich mache das aber. Ich kann Leuten einfach sagen so, hey, hier, kommst du mit so. Und dann kommt die Person mit. Dann kann meine Partner mitkommen, da kann ein Freund mitkommen, eine Freundin mitkommen. Und sie kommen einfach in dieser Gesamtbewegung mit. Aber wenn meine Partnerin sich darüber klar ist, dass sie jetzt die einzige ist, mit der ich so frei bin, dass ich auch meine Zweifel, die eben dazugehören, teile. Und ich das ihr anvertraue, dass diese Verwundbarkeit, klar kann ich auch in allen anderen Dingen und gegenüber allen anderen Menschen ehrlich und offen sein. Das heißt aber nicht, dass ich mich in einem Moment der Schwäche bei anderen um Zuneigung und Zuwendung melde, sondern das ist nur deins. Und ich denke, das muss gar nicht benannt werden. Das muss ich nicht benennen und sagen, ey, du weißt doch ganz genau, dass ich das nur mit dir teile, weil du bist ja meine Freundin. Du bist ja meine Partnerin. Es ist doch klar, wenn wir Partner sind. Wem will man das denn sagen? Das kriegen doch alle anderen sofort mit, wie man miteinander ist. Ja, ich glaube, in der heutigen Zeit ist es schwierig, weil viele Menschen dann vielleicht solche Beziehungen leben, aber sich nicht wirklich dann dazu bekennen. Es ist dann, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, früher musste man weniger das Label draufdrücken. Da war es einfach klar, man hat zusammen Zeit verbracht, hat miteinander geschlafen, hat sich geküsst. Und war es irgendwie klar, man ist zusammen. Und ich glaube, heutzutage gibt es einfach viel mehr Leute, die dann noch sich nicht festlegen wollen. Und dann herauszufinden, ist das, wenn man alles macht wie in einer Beziehung, aber die andere Person sich eigentlich gar nicht festlegt. Wie findest du denn das heraus, dass die andere Person vielleicht einfach nur die Zeit mit dir genießt und das ist einfach nur locker und das ist gar nichts. Weißt du, ich glaube, in der heutigen Zeit ist das noch schwierig, weil es vermehrt Leute gibt, die das dann so sind, wir sind ja gar nicht zusammen, was sagst denn du da? Wir sind doch gar keine Partner. Wir haben ja nur miteinander Zeit verbracht. Genau, schöne Zeit gehabt. Genau. Ja, aber das ist halt wieder das Problem dieser Spaltung und dann der Bedürfniserfüllung, der individuellen oder der persönlichen Bedürfniserfüllung. Jemand, der individuell ist, der schaut nicht, dass seine Bedürfnisse erfüllt werden, weil er ist halt unteilbar. Das heißt, dass ein Bedürfnis haben und das Leben ist ja eine Bewegung. Aber klar, wenn ich jetzt gelernt habe, ich kann auch mit anderen Menschen zusammen sein, kann mit ihnen Sex haben und ich nenne das mal nicht Liebe, dann ist ja schon eine Spaltung von einem körperlichen und geistigen Akt da. Und meine Erfahrung ist, dass das eigentlich, meine persönliche Erfahrung, dass das Spaltung nur noch mehr vergrößert. Dass wenn ich sage, ach du, das ist jetzt einfach nur zum Spaß haben gewesen, der Spaß, der vergeht halt. Und sobald der Spaß vergeht, ist es eine todernste Angelegenheit, die man mit sich selbst zu regeln hat. Und wenn wir jetzt also energetisch uns mit anderen Menschen verbinden, dann im Sexuellen noch stärker, da passiert ja was mit dem Körper auch. So wie vor allem auch der Körper der Frau, der nimmt ja dann wirklich die DNA des Partners auch an. Teile davon, die dann integriert werden. Wir sind sowieso immer von allen anderen Menschen beeinflussbar, energetisch prinzipiell. Klar kann ich mir dessen bewusst machen und wissen, was integriert wird, was rausgeht, damit man selber wie natürlich bleibt. Aber wenn ich jetzt sage, von dir, die Energie, die gehört einfach immer dazu. Das ist jetzt meine, ich habe einen Anspruch darauf, von dir ständig diese energetische Gewissheit zu bekommen. Dass ich brauche das für mein Wohlfühlen. Dann ist es keine Liebe, sondern eine Abhängigkeit für das eigene Wohlempfinden. Das heißt, man ist gar nicht heil, sondern man ist abhängig von anderen Dingen. Und das macht es halt dann wie schwierig, weil diese schönen Gefühle, dieses sich wohlfühlen mit allem, wenn ich mich daran gewöhnt habe, dass das eben nur durch jemand anderen kommt, dann habe ich ja prinzipiell, also grundsätzlich schon mal ein Problem mit dem, was Liebe ist. Weil ich bin noch gar nicht an dem Punkt angekommen, wo ich die andere Person und mich als eins wahrnehmen kann. Das heißt, ich habe immer mehr einen Blick auf mich selbst. Und das ist aus meiner Sicht über Jahrtausende ins menschliche Bewusstsein wie rein trainiert.
Dass wir so konditioniert sind, dass wir sagen, oh ja, dieses Ich und die eigenen Unsicherheiten und die eigenen Ängste, das ist total natürlich, wir müssen damit leben, wir müssen das so. Faktisch gesehen kann ich sagen, ja, aber damit es dann lebendig bleibt und auch gut und harmonisch bleibt, muss ich halt auch, oder darf ich halt auch anerkennen, das sind einfach nur Prozesse des Gehirns, dass ich darüber bewusst werden will, über Einheit und Spaltung. Spannend. Sehr spannend. Wir können noch mal Stopp machen jetzt, weil jetzt haben wir noch 10 Minuten auf den Aufnahmen da. Mhm. Und ich denke, Haben wir schon so lange geredet. ist jetzt 1 Stunde und ein paar Minuten. Okay. Mhm. Ja, was machen wir mit dem? Den Erkenntnissen. Das Problem ist ja, viele funktionieren ja anders als das. Ich glaube halt, im Jetzt funktionieren wir nicht, sondern sind einfach und dann funktioniert es. Mhm. Dafür müsste ich aber schaffen, dass ich im Jetzt erst einmal mir bewusst vorher, also in dieses Jetzt-Sein, ins Jetzt-Kommen, ist ja wie ein Riesenthema. Das heißt, ich muss mir erstmal darüber im Klar sein, dass ich nicht im Jetzt bin und sehen, was mich davon abhält. Mhm. Nämlich all meine Unsicherheiten, die Angst prinzipiell, grundsätzlich. Und da ist ja ein Riesending, weil ich brauche eine körperliche Sicherheit und eine psychologische Sicherheit. Wenn ich keine körperliche Sicherheit habe, wird mein Gehirn ständig mich befeuern und sagen, oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Sozusagen, mein Körper hat Angst davor, dass er morgen nicht genug zu essen kriegt, weil ich jetzt nicht so viel Geld habe und auch nicht so viel reinkommen wird. Mhm. Diese Unsicherheit verhindert ja sozusagen, dass ich mich voll darauf einlassen kann. Das zu sehen, dass das erstmal so ist und sich klar zu machen, dass das wie eine Gewohnheit ist, dass ich jetzt nicht in Panik ausbrechen muss, weil ich jetzt gerade das nicht habe, was ich denke haben zu müssen. Zu sehen, dass das ein Gedanke ist und dass das Gehirn das macht, nach Sicherheit zu suchen, dass das seine Aufgabe ist. Dann kann ich ja dadurch erstmal lernen, okay, ich kann all diese Signale meines Gehirns erstmal wie annehmen und dann sind sie wie ausgeblendet. Und dann erst bin ich ja frei von Unsicherheit und kann im Jetzt tatsächlich sein. Mhm. Und erst dann kann ich ja fühlen, wie es der anderen Person geht. Also solange ich selber noch in meinen Gedanken bin über mich und meine Sicherheit, funktioniert das nicht. Und dann müsste man ja sagen, weißt du was, Schätzchen, wir beide sind gespalten, gucken wir uns, dass wir uns erstmal heil kriegen. Und da das bei mir eben auch Teil des Beruflichen ist, wäre das halt cool, wenn man da die Sprache gemeinsam kann und das gemeinsam dann macht. Für sich und für alle. Dass dann klar ist so, ey, wir sind liebende Menschen, also sind also ein liebender Mensch, wir sind eine Einheit und dann strahlt das nach außen, wie das ist. Ohne Influencer sein zu wollen oder irgendwas sein zu wollen. Sondern es ist ganz natürlich, dass man das liebe Menschen beeinflusst. Mhm. Und dann ist es wie ein Grippevirus, der herumgeht. Und dass man sich darüber klar ist, dass so, hey, wenn wir anfangen, uns zu lieben, dann machen wir dadurch die Welt heil. Und das muss sozusagen klar sein, dass man nicht sagt, oh nee, meine Energie reicht nur für mich. Ich möchte nicht so ein Glück und einen Frieden haben, dass ich dann alle anderen wie auch in den Frieden bringe. Das mag ich nicht. Ich mag in meiner kleinen, unsicheren Blase bleiben, weil ich habe mich daran gewöhnt, da drin meine Sicherheit zu finden. Hauptsache, ich kann mich bei dir verkriechen hin und wieder und kriege dann regelmäßig auch meine Zuwendungen und du legst den Lappen auch an die richtige Stelle, weil das stört mich sonst. Und bitte ernähr dich auch vegan oder vegetarisch und gesund. Und Ja, aber ich denke, die Liebe nach außen zu tragen, ist ja nicht schwierig. Das fängt ja an mit der Freundlichkeit gegenüber anderen Menschen. Dass du jeden Menschen mit Liebe behandelst und freundlich und höflich bleibst. Das heißt, wenn du einkaufen gehst, dass du freundlich bist zur Verkäuferin, wenn du essen gehst, dass du freundlich bist zum Servicepersonal, zum der Person, die das Büro putzt, dass du immer freundlich und höflich bist und sie respektvoll behandelst. Das fängt ja da an. Wollen wir das zum Thema des nächsten Podcasts machen? Ja. Warum wir ein Problem damit haben, Liebe mit Menschen zu teilen, die nicht die Nähe zu uns haben, wo wir uns sicher fühlen. Ja. Soziale Ängste. Die große Einheit. Einheit macht Angst. Liebe ist sozusagen das Aufgeben von Angst.
Mhm. Weil frei zu sein, das geht ja nur, also Liebe geht ja nur mit einer Freiheit. Ja. Und da ist halt auch wieder die inneren Meinungen. Meins, meins, meins. So, die Katze ist aufgestanden. Guti. Dankeschön. Danke dir. Machen wir irgendwann noch eine Vorstellung und so, wer wir sind? Jetzt am Schluss. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt sind nur noch ein paar Minuten und das reicht mir. Tschüss. Tschüss. Schizo. Wer auch immer das guckt. Die Katze ist aufgestanden und geht das nächste Plätzchen schlafen.